Sowohl für den Handstand als auch für viele Körpergewichtsübungen ist die Kontrolle über die Scapula unerlässlich. Wenn du am Ende dieses Videos angelangt bist, weißt du nicht nur, wie man die Scapula-Ansteuerung meistert, sondern auch, wie man sie gezielt stabilisiert und somit Verletzungen vorbeugt. Hi Servus, Daro hier. Im heutigen Video geht es um die Scapula. Bei der Scapula unterscheiden wir in 4 Bewegungsrichtungen: die Protraktion, die Retraktion, die Elevation und die Depression. Eine bewusste Pro- und Retraktion sind unerlässlich für horizontale Push- und Pull-Übungen. Denn egal ob Push-Up oder horizontales Rudern, die Bewegung sollte immer aus der Scapula gestartet werden. Eine bewusste Elevation und Depression in der Scapula ist hingegen wichtig für vertikale Push- und Pull-Übungen. Das heißt, egal ob wir einen Handstand Push-Up oder einen Klimmzug machen, auch hier sollte die Bewegung immer aus der Scapula initiiert werden. Eine gute Übung, um die Protraktion und Retraktion isoliert trainieren zu können, sind Scapula Push-Ups. Diese können wir am besten in einer Plank-Position trainieren. Bei den Scapula Push-Ups gehen wir als erstes in eine Plank-Position. Hier platzieren wir die Schultern über den Ellbogen. Von hier aus gehen wir komplett in die Protraktion. Jetzt bauen wir Körperspannung auf, das heißt, wir pressen die Knie zusammen, bringen den Hintern unter Spannung und von hier aus versuchen wir aktiv die Schulterblätter hinten zusammenzuziehen. Einmal hier komplett in die Retraktion gehen und dann drücken wir die Scapula wieder raus in die komplette Protraktion und können uns hier auf 8 bis 12 Wiederholungen hocharbeiten. Um auch in der Scapula-Retraktion unter Last zu arbeiten, können wir auch Australian Pull-Ups machen. Das heißt, wir machen horizontales Rudern. Wir nehmen uns dazu eine Stange, im besten Fall in einem Calisthenics Park oder ihr habt eine zu Hause und macht dabei aktive Bewegungen aus der Scapula. Natürlich könnt ihr euch auch bei den Australian Pull-Ups, wie sie richtig ausgeführt werden, mit den Armen ranziehen, aber versucht erstmal die Bewegung nur aus der Scapula zu machen. Um auch die Scapula in der Depression isoliert trainieren zu können, brauchen wir im besten Fall eine Stange, ähnlich wie bei den Australian Pull-Ups. Nur diesmal machen wir Active und Passive Hangs. Versucht beim Active und Passive Hang den Körper hollow zu lassen. Das bedeutet, ihr versucht den Hintern angespannt zu lassen, die Bauchspannung bleibt aufrecht und wenn ihr nach unten schaut, müsst ihr zumindest eure Zehenspitzen sehen. Im besten Fall seht ihr euren ganzen Unterschenkel. Wenn ihr dann in einer guten Linie an der Stange hängt, versucht ihr aktiv eure Scapula so weit rauszuschieben, wie es geht, in die Scapula-Elevation und dann zieht ihr euren ganzen Körper mit gestreckten Armen nach oben, das heißt komplett in die Scapula-Depression. Versucht auch hier immer mehr Bewegungsradius mitzunehmen und somit immer stärker und eine höhere Range of Motion in der Scapula zu erlangen. Um die Scapula-Elevation isoliert unter Last zu trainieren, können wir Scapula Shrugs machen. Ich zeige euch die erste Variante und zwar im herabschauenden Hund. Hier versuchen wir, anders als im Yoga, aktiv die Schultern Richtung Ohren arbeiten zu lassen. Also einmal hier so weit raus, wie wir können, dann wieder reinsacken und wieder rausdrücken. Hier können wir uns auch auf eine Wiederholungszahl von 8 bis 12 hocharbeiten. Wichtig ist hierbei, dass ihr nicht in der Schulter in diesen Winkel hier reinkommt, sondern dass ihr versucht, die Schulter offen zu lassen im herabschauenden Hund hier und nicht hier drücken. Bei der Übung könnt ihr euch nach und nach bis in den Handstand hocharbeiten. Zum einen natürlich Chest to Wall, Back to Wall, was ihr auch immer wollt. Ich zeige es euch einmal kurz freistehend. Und zwar versucht ihr hier zum einen erstmal eine gute Linie aufzubauen. Und von hier aus dann lasst ihr euch in die Scapula reinsacken und dann drückt ihr wieder raus, soweit wie ihr könnt und versucht euch hier auf 8 bis 12 saubere Wiederholungen hinzuarbeiten. Das ist auch sehr, sehr gut, wenn ihr bereits einen Handstand könnt, um einfach eure Sicherheit im Handstand auszubauen. Die 4 Bewegungsrichtungen der Scapula könnt ihr euch vorstellen wie ein Koordinatensystem. Einmal die Protraktion und Retraktion könnt ihr euch als X-Achse vorstellen und die Elevation und Depression wie die Y-Achse. Und genauso wie ein Punkt auf einem Koordinatensystem kann auch die Scapula in jede x-beliebige bzw. y-beliebige Richtung arbeiten. Und hierfür habe ich eine Übung, die euch am besten zeigt, ob ihr in der Lage seid, in jeder Position die Scapula komplett rauszudrücken. Die Übung heißt Shoulder Dislocations. Sie klingt erstmal sehr gefährlich, ist aber die perfekte Übung,
da wir unsere Schulter in ihrem kompletten Bewegungsradius benutzen können. Dafür nehmt ihr einfach einen Stab, einen Resistance Band oder so wie ich das jetzt mache, ich benutze einen Schal. Und zwar geht die Übung wie folgt. Ihr fangt erstmal breiter als schulterbreit an. Von hier aus versucht ihr die Scapula komplett in die Protraktion zu bringen. Und dann bewegt ihr eure Hände über den Kopf und versucht bis nach hinten runter zu kommen. Das Wichtige bei dieser Übung ist, dass wie gesagt die Scapula zu jedem Zeitpunkt bzw. an jedem Punkt so weit rausgedrückt ist, wie es geht. Der wichtigste Punkt ist der Punkt der Elevation. Von hier aus versuchen wir den Daumen nach vorne zu drehen. Im Endeffekt machen wir eine Schulterinnenrotation. Am oberen Punkt die Schultern komplett in die Elevation. Jetzt arbeiten die Daumen nach vorne. Wenn ihr einen Stab habt, könnt ihr vorstellen, ihr versucht den nach unten durchzubiegen und dann gehen wir hier nach hinten. Umso beweglicher ihr werdet, umso enger könnt ihr greifen und euch zum Beispiel bis auf Schulterbreite vorarbeiten, was sehr, sehr schwierig ist. Ich selber kann das auch nicht. Aber wie ihr euch die Übung auch noch schwieriger machen könnt, wäre, indem ihr versucht, in den Posterior Pelvic Tilt zu gehen und zum anderen die Bauchspannung nicht verliert, wenn ihr den Punkt von hier oben nach hinten geht. Was hier nicht passieren sollte, wäre das hier. Ihr versucht hier hollow zu bleiben im Oberkörper, den Hintern angespannt zu lassen und einmal hier nach hinten komplett runter zu gehen. Wenn es zu einfach wird, enger greifen und die gleiche Sache nochmal versuchen. Wenn wir am hinteren Ende sind der Übung, kommen viele nicht wieder nach oben. Hier ist es auch wichtig, dass wir die Scapula wieder komplett rausdrücken und dann wieder nach oben arbeiten. Und wie gesagt, hier auch wieder in dieser Position komplett rausdrücken und dann wieder rum. Bei den Shoulder Dislocations ist es wichtig, dass ihr langsam anfangt. Im besten Fall startet ihr wirklich mit einem Resistance Band, da der oberste Punkt immer der schwierigste Punkt ist und ein Resistance Band ein bisschen nachgeben kann. Wenn euch das dann irgendwann leicht fällt, arbeitet euch auf den Stab hin und dann sukzessive verringert ihr den Abstand eurer Hände. Das bewusste Ansteuern der Scapula ist sowohl für den Handstand als auch für viele Körpergewichtsübungen unerlässlich. Baut in eure nächste Trainingseinheit das bewusste Ansteuern der Scapula ein. Falls euch das bewusste Ansteuern der Scapula noch schwer fällt, benutzt doch eine der Übungen, die wir uns heute in diesem Video angeschaut haben. Baut auch die Shoulder Dislocations regelmäßig in euer Warm-up ein, sowohl um die Scapula-Ansteuerung zu verbessern, als auch um die Mobilität in eurer Schulter zu verbessern. Ich hoffe, das macht alles Sinn für euch. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like bei dem Video da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, stay balanced. Um die isolierte Scapula-Bewegung genauer zu trainieren. Digga, was lach ich? Aber das mit dem Schaf, ich kacke.